In diesem Video erkläre ich dir, warum ich vom Clean Eating abrate und was du stattdessen tun solltest. Zunächst müssen wir aber noch die Frage klären, was ist Clean Eating? Es gibt keine einheitliche Definition für Clean Eating. Viele können sich etwas darunter vorstellen, aber anhand einer Umfrage erkennt man die Schwammigkeit dieses Begriffs. 38,7% der Teilnehmer assoziierten Clean Eating mit Gesundheit, 29,7% mit Restriktionen von Nahrungsmitteln und 39,7% mit prozessierten Lebensmitteln versus unverarbeiteten Lebensmitteln. Und nur 0,6% äußerten sich skeptisch im Hinblick auf einen gesundheitlichen Vorteil. Da der Begriff im Zusammenhang mit Rezepten, Ernährungsprogrammen und sogar zur Klassifizierung von Lebensmitteln genutzt wird, sehe ich hier die Notwendigkeit, über die problematischen Seiten dabei aufzuklären. Was ist denn jetzt clean und was nicht? Die meisten würden sagen, dass alles, was Zucker und Transfette enthält, nicht clean ist. Andere gehen sogar weiter und sagen, dass alles, was verarbeitet ist, nicht clean ist, wie beispielsweise weißer Reis im Gegensatz zu braunem Reis, da die Schale bereits vom weißen Reis getrennt wurde und somit einen weiteren Verarbeitungsprozess unterlag. Dann gibt es noch die unnötige Debatte über Süßkartoffeln und weiße Kartoffeln, die überhaupt keinen Sinn macht, da beide Varianten gleich viel oder wenig verarbeitet sind. Selbst Proteinpulver ist hochprozessiert, genauso wie Haferflocken. Fragst du jemanden, der die Paleo-Diät verfolgt, sind Getreide- und Milchprodukte nicht clean. Fragst du jemanden, der sich ketogen ernährt, sind Kohlenhydrate per se schlecht. Wenn du versuchst, clean nach der Definition jedermann zu essen, hättest du vermutlich einen leeren Teller. Ich stimme zu, dass Clean Eating auf den ersten Blick eine berechtigte Herangehensweise ist. Meiner Meinung nach sollten wir mit diesem Begriff etwas vorsichtiger umgehen und genauer hinschauen. Ist das und nicht das ist zwar eine simple Regel, der man folgen kann, bringt aber im Zweifel mehr Schaden als Nutzen. Es wird schwer, an sozialen Events teilzunehmen, denn vermutlich wird man kaum etwas finden, was in das Clean Eating Regime passt. Diese Form von Restriktion ist allerdings gar nicht nötig, denn wie die Wissenschaft belegt, es kommt auf die adäquate Kalorienbilanz für dein Ziel an und innerhalb dieser Bilanz ist es komplett in Ordnung, flexibel zu bleiben. Wenn du also Fett abnehmen möchtest und in einem kalorischen Defizit bist und deinen Donut integrieren möchtest, kannst du das tun und du wirst trotzdem Fett verbrennen. Andersherum kannst du Fett aufbauen, auch wenn du dich exakt an cleane Lebensmittel hältst, aber zu viel davon isst, sprich nicht nach der passenden Bilanz für dein Ziel ist. Anhand von Studien können wir sogar sagen, dass es nicht nur auch in Ordnung ist, flexibel in seiner Ernährung für effizienten Fettverlust zu sein, sondern es stellte sich heraus, dass eine flexible Lebensmittelauswahl sogar besser ist. Denn dadurch trainierst du bereits in deiner Diät, die gesunde Balance deiner Lebensmittelauswahl zu halten, um dann Verhaltensweisen langfristig umsetzen zu können und folglich das Gewicht auch langfristig halten zu können. Du kreierst die richtige Einstellung zum Essen und die Chance ist höher, dass du die Diät länger durchziehen kannst und mehr Fett verlieren wirst. Das bestätigt auch eine Studie, in welcher die Teilnehmer, die ihre Ernährung flexibel in ihrem Defizit gehalten haben, mehr Fett verloren haben als die andere strikte Gruppe und somit sich länger an ihre Diät halten konnten. Eine flexible Vorgehensweise wird mit einem geringeren Risiko von Binge-Eating assoziiert, einem geringeren BMI und einem höheren Fettverlust. Und wenn wir schon bei diesem Thema Binge-Eating sind, kann das Ganze auch in eine andere Essstörung namens Orthorexie gehen. Bei dieser zwingen sich Betroffene zu gesunder Nahrung bzw. haben Angst, durch andere Nahrungsmittel, die nicht in ihr Regime fallen, krank zu werden. Und diese Störung könnte natürlich auch noch zu extremeren Essstörungen führen. Natürlich können solche Störungen auch ohne Clean Eating entstehen, aber ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass es keine guten und keine schlechten Lebensmittel gibt. Sicherlich gibt es Lebensmittel, die eine höhere Nährstoffdichte haben als andere, aber die Lebensmittel, die du als schlecht bewerten würdest, sind auch nur ab einer gewissen Dosis problematisch. Wasser würden viele vermutlich als clean labeln. Würdest du jedoch die 5-fache Menge deiner normalen Zufuhr in einem Moment trinken, könnte das vermutlich sogar tödlich enden. Außerdem können durch das Eliminieren bestimmter Lebensmittelgruppen wichtige Mikronährstoffe zu kurz kommen, was sich beispielsweise auch auf deinen Darm auswirken kann. Wenn du sehr viel von dem einen Lebensmittel isst, wirst du auch die Mikroben für diese Sparte von Lebensmitteln bilden.
Unser Mikrobiom floriert jedoch am besten, wenn wir in ihm möglichst viele verschiedene Darmbakterien züchten. Ich empfehle dir, dass du dir nochmal anschaust, welche Lebensmittel du gegebenenfalls unnötigerweise eliminierst. Damit meine ich solche, die du nicht aus gesundheitlichen oder ethischen Gründen ausschließt. Verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Kohlenhydrate oder was auch immer du bisher als unclean betitelt hast, sollte nicht verboten werden. Was wirklich wichtig ist, wie viel du von diesen Lebensmitteln isst und ob du die Basics umsetzt. Isst du primär unverarbeitete Lebensmittel? Isst du Protein zu jeder Mahlzeit? Ist deine gesamte Energieaufnahme passend zu deinem Ziel? Ich denke, dass es absolut sinnvoll ist, einen Großteil seiner Kalorienbilanz aus unverarbeiteten Lebensmitteln zu beziehen, vor allem wenn man Fett verlieren möchte, da unverarbeitete Lebensmittel meist viele Ballaststoffe enthalten und dadurch einen stärkeren Sättigungseffekt erzeugen. Jedoch kann es in manchen Fällen sogar hilfreicher sein, etwas mehr verarbeitete Lebensmittel zu essen. Und es gibt genauso viele Menschen, die zunehmen wollen oder Schwierigkeiten haben, überhaupt auf ihre Kalorienbilanz zu kommen. Nur unverarbeitete Lebensmittel zu essen, die meist sehr sättigend sind, macht es einem noch schwerer, die Kalorienbilanz zu erreichen. Was ich beispielsweise tue, ist, meine Kalorien mit einer App zu tracken und solche Lebensmittel, die vielleicht etwas höher verarbeitet sind und ich nicht immer esse, kann ich leicht in meine Ernährung integrieren, da ich sie einfach mit der App tracken kann und dennoch sicherstellen kann, dass ich meine Kalorienbilanz einhalte. Aber natürlich führt dich nicht das reine Tracken zum Fettverlust, sondern eine adäquate Kalorienbilanz für deinen Stoffwechsel. Leider geben Tracking-Apps nicht immer die optimale Kalorienbilanz vor, da sie viele Faktoren, die dein Gewicht und deinen Stoffwechsel beeinflussen, nicht berücksichtigen. Deshalb habe ich basierend auf jahrelange Erfahrung mit Kunden und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen eine App entwickelt, die genau das kann. Deine optimale Kalorienbilanz für dein Ziel herausfinden und nicht nur das, sondern sie passt auch deine Bilanz jede Woche, wenn nötig, an. Denn dein Stoffwechsel und die Reaktion deines Gewichts verändern sich ja mit der Zeit, weshalb auch deine Energiezufuhr sich ändern sollte, um weiterhin Fortschritte zu erzielen. Und wenn du nicht nur wissen willst, welche Kalorien du essen sollst, sondern noch mehr persönliche Unterstützung brauchst, kannst du dich noch heute bei unserem Coaching-Online-Kurs Your Last Diet anmelden und welchen du in deinem Tempo absolvieren kannst. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung und lasse mich gerne wissen, wenn du Fragen hast. Auch gerne per Mail an diese E-Mail-Adresse und vergiss nicht auf den Like-Button zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren, wenn du noch weiteren kostenlosen Content von mir sehen möchtest.